Zu Ranger oder Knight empfehlen, wenn man nicht mit 8 Chars starten kann? Was heißt nicht mit 8? 2. Kommt drauf an. Aber vermutlich, also Ranger, wenn du schneller leveln willst und Knight, wenn du besseren DPS haben willst später. Was hat schneller gekillt, dein bester Blade oder bester Ranger? Natürlich der beste Blade. Was ist das denn für eine Frage? Also ich bitte dich. Was ist das denn für eine Frage? Wie lange geht der Server? 5 Monate bis Oktober. Also gefühlt eine halbe Ewigkeit. Leider. Eigentlich viel zu lang für so einen Event-Server. Kann man Party Level 10 Scroll auf Level 1 benutzen? Kann man und macht das Sinn? Das macht extrem viel Sinn, ja. Scroll of Advanced Party meint er, die gelbe. Kostet 100 oder 200 F-Coin, glaube ich. Aber ich double check das lieber. Achso, die heißt Select Party. 100 F-Coins. Scroll of Selected Party. Yes. Another scroll in the basket. Ja, das ist wahrscheinlich eine der besten Investitionen, die man machen kann auf Level 1. Vor allem mit der 8-Char-Taktik. Wäre FEC Flask 30 Tage auf jeden Fall für den Main. Sowohl bei 8-Char-Taktik als auch bei 2-Char-Taktik. Da sind wir bei letztes Jahr 3800 F-Coin, glaube ich. Scroll of Select Party. Auf jeden Fall bei der 8-Char-Taktik, wenn man Geld hat. Instant Party Level 10. Das erspart einem schon mal dieses ganze Low-Level rumgegurkste. Und man kann von Anfang an alle 8 Charakter mitnehmen und muss nicht irgendwie, wie gesagt, die 6 Charakter da stehen lassen und erstmal nur 2 hochzocken oder so. Man kann direkt alle mitnehmen. Spart auch auf jeden Fall Zeit. Und man erreicht früher Party Level 20 für Link Attack. Link Attack extrem wichtig, um schnell voranzukommen. Dann für Leute mit der 2-Char-Taktik halt noch die Party-Scrolls. Scroll of Combined Party Effect, die lilane oder pinke. Aber halt nur für Leute mit 2 Chars. Für Leute mit 8 Chars, die brauchen es ja nicht. Und dann haben wir jetzt gesagt, gut, die Low-Level-Amplis halt dann doch direkt mit Level 1 aktivieren, die Stapelbahn. Die Level 20er laufen dann ab Level 20 aus, beziehungsweise 21 wahrscheinlich eher. Aber ist ja egal, sobald die auslaufen oder ablaufen, wartet man dann entweder auf das nächste Level oder aktiviert sie nochmal. Bei den Level 20ern aktiviert man sie safe nur einmal. Die kann man stapeln. Dreifach stapeln bis Level 60, danach zweifach stapeln bis Level 140. Also wer unendlich viel Budget zur Verfügung hat, kann das die ganze Zeit machen. Mit Doppel- bzw. Dreifach Empties leveln. Weil das halt schon sehr teuer ist, muss man sagen. Das geht extrem ins Geld. Also zumindest am Anfang kann man es schon machen. Ich denke, die 20er und die 40er könnte man sich schon gönnen. Für einen kleinen Vorsprung vor dem Proletariat. Und ansonsten halt immer die normale Ampli kaufen. Wenn man nicht stapeln will oder wenn man eher mit 8 Chars unterwegs ist, dann lohnt sich das Stapeln auch nicht wirklich. Dann macht man wahrscheinlich eher die normalen Amplis rein. Beim Main Character. Und dann halt immer Upcut Stone, würde ich sagen. Also wenn man Cash zur Verfügung hat, immer Upcut Stone aktiv haben, weil es das beste Power-Up im Spiel ist. Und das günstigste, 10 Stück kosten 300 F-Coin für 10 Stunden. Das ist extrem preiswert. Im Low-Level ist noch ein anderes Power-Up extrem gut. Die Power Scroll, die kann man sich noch gönnen. Power Scroll ist eines der besten Power-Ups im Low-Level. Gibt einem HP und ATK. Flat ATK, was eigentlich grundsätzlich nicht so gut ist. Aber im Low-Level hat man ja basically überhaupt keine ATK. Deswegen ist da diese 100 bis 450 ATK oder was man da bekommt. Oder 150 bis 450 ATK. Je nach Schriftrolle auch extrem heftig. Und dann ist da auch wieder das gleiche bei den Power-Ups. Wer da wieder ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, kann natürlich noch die Flasks bzw. die Potions zusätzlich aktivieren. Flasks, alles Stats plus 20, also Stat deiner Wahl. Dex, STR, STA, Int plus 20. Da würde ich nur den Main-Stat natürlich nehmen. Und Potions, das sind halt die zum Beispiel 10% Magiebeschleunigung geben
oder 10% Crit-Rate, 10% Crit Damage. Die sind natürlich auch extrem heftig, aber die sind wirklich mit Abstand die teuersten, weil die halten halt auch nur eine Stunde. Eine halbe Stunde. Also Upcut Stone und Power Scroll halten ja jeweils eine Stunde, beziehungsweise Power Scroll kann man ja sogar 3-mal aktivieren. Du aktivierst eine Power Scroll, läuft ab, kriegst die zweite, läuft ab, kriegst die dritte. Also du kaufst einen Power-Up und es hält 3 Stunden. Upcut Stone das gleiche, hält eine Stunde und ist ziemlich günstig. Die Flasks sind verhältnismäßig teuer und die halten alle nur eine halbe Stunde. Flask und Potion hält alles nur eine halbe Stunde. Die sind auf Dauer extrem teuer, wenn man so viel F-Coin die ganze Zeit reinschüttet. Die gehen gut ins Geld. Schon nach einer relativ kurzen Zeit. Aber ja, das wäre so zusammengefasst alles, was es gibt. Wie gesagt, ich habe jetzt ja eh schon dazu gesagt, also ich würde mich wahrscheinlich mit den... Also wenn man es Low-Budget keepen will, dann halt klar 8 Char-Taktik, damit man die Party-Scroll nicht braucht. Und halt Upcut Stone und die normale Ampli. Damit würde ich persönlich es belasten wahrscheinlich. Und vielleicht die Power Scroll bis, keine Ahnung, Level 60 vielleicht oder so. Power Scroll, dass man sich vielleicht 5 oder so kauft. Wie gesagt, eine Power Scroll sind ja effektiv 3 Power Scrolls für 3 Stunden. Das geht verhältnismäßig auch noch. Und die ist wirklich, vor allem als Vagrant ist die Power Scroll extrem OP. Die ist richtig geil als Vagrant. Aber auch danach noch eine Zeit. Aber ich glaube, damit würde ich es persönlich belassen. Also ich würde nicht zusätzlich noch Flasks und Potions aktivieren, weil, wie gesagt, da zahlst du dann wirklich pro Stunde alles drum und dran. Da zahlst du, glaube ich, fast 500 F-Coin die Stunde für Power-Ups und Amplis. Das geht dann schon heftig ins Geld. Also das ist auf Dauer schon sehr teuer. Ja, muss jeder selber wissen. Aber das müsste eigentlich so alles sein, was es gibt, theoretisch zumindest. Genau. Und ja, gut, CS-Pad und Fluggerät, das muss natürlich auch jeder selber wissen, ob er sich das gönnt oder nicht. Das sind halt auch so Luxussachen einfach. Aber dass es die gibt, das weiß ja eigentlich jeder. Also ich glaube, das braucht jetzt keinem hier erklären, was ein CS-Pad ist oder ein Fluggerät ein schnelles. Kosten halt auch nochmal jeweils 1000 F-Coin each. Ein Fluggerät, ein CS-Pad, jeweils 1000 F-Coin. Also auch hier natürlich wieder mit 2 Charaktern kann man es einfach machen, ohne groß drüber nachzudenken. Sind 4000 F-Coin insgesamt. Ist nicht wenig, aber wie gesagt, ist halt Luxus und trotzdem irgendwie geil. Mit 8 Chars, also erstens braucht man keine 8 CS-Pads und zweitens ist es auch sinnlos. Da würde es maximal Sinn machen für die Fluggeräte, aber selbst 8 Fluggeräte ist schon insane. Hatte ich, glaube ich, damals tatsächlich auch nicht. Ich glaube, ich hatte nur auf meinem RM und meinem Main. Ich glaube, ich hatte actually sogar gar keine schnellen Fluggeräte, aber ich weiß es nicht. Ich müsste tatsächlich nachschauen. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ich glaube, das war es tatsächlich mir auch nicht wert. Weil ich schon so viele Fluggeräte auf Bodeng und so hatte und ich wusste okay, sobald ich auf Bodeng zurück bin, habe ich die Fluggeräte und vor allem sind sie nicht gebunden. Deswegen habe ich das tatsächlich nicht gemacht. Aber ja, nicht so relevant sein sollte. Elle Upcut Stones habe ich noch vergessen. Elle Upcut Stones auch noch ein ganz heftiges Power-Up. Allerdings für die meisten Klassen bis Level 60 eher irrelevant, weil die meisten werden ja mit Moonbeam oder Mage bis Level 60 spielen. Bei den beiden bringt es nichts, da funktioniert Elle Upcut Stone nicht. Selbst mit Ranger werden die meisten wahrscheinlich mit Skills leveln, da bringt es auch nichts. Und höchstens vielleicht als Mercenary, sobald man ein Empower Weapon hat und halt auch ein Element auf der Waffe, dann könnte man es machen. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute tatsächlich mit einem Mercenary bis Level 60 spielen werden. Aber ja, ist jetzt vielleicht bis Level 60 nicht so ultra relevant, weil man da auch sauer auf die Monster wechselt. Das wäre doch ziemlich teuer, glaube ich, wenn du alle paar Level die Mobs wechselst und dann wieder einen anderen Elle Upcut Stone benutzen müsstest. Und vor allem Elemente auch wechseln müsstest. Weiß nicht, ob sie das so sehr lohnt. Aber theoretisch gäbe es das auch noch für alle Leute, die mit Auto-Attacks leveln. Starter Pass? Ach ja, Battle Pass und Starter Pass. Das habe ich schon wieder vergessen, das gibt's ja gar nicht. Battle Pass und Starter Pass könnt ihr euch noch holen. Beginner Pass. Was kriegt man hier nochmal im Beginner Pass? Der kostet 500 F-Coin. Da kriegt man 2 Amplis, ein Fluggerät für 30 Tage, ein CS-Pad. Oh, man kriegt ein CS-Pad für 500 F-Coin. Okay. Starter-Pass solltet ihr euch holen, ja. Holt euch den Beginner-Pass. Der ist geistesgestört einfach.
Und hat heftige Value, heilige Scheiße. Der hat heftige Value. Ist zwar das sehengebunden natürlich, aber allein schon 5 Power Scrolls, das sind 15 Stunden Power Scroll. Und die beiden Amplis, allein das macht's schon worth it. Plus der Invi-Bag 30 Tage. Und 10 Potions sind auch noch drinnen. Ja, guter Call, Ekanos. Man hat am Anfang, ich glaube, an den ersten paar Tagen hat man sehr viele von den ATK-Dev-Tränken, also die PvP-Tränke gesehen. Weil die Leute dachten, man könnte beide zeitgleich aktivieren, aber man kann natürlich nur einen aktivieren. Imagine, du gibst 40 Euro aus und dann stellst du fest, du kannst den Trank nicht zeitgleich mit dem anderen aktivieren. Imagine! Couldn't be me. Ich war einer von den Leuten. Naja, aber es war actually funny. Also die ersten paar Tage, also am Anfang war dann doch so gesagt, ja, die wollten die wollten sich schon mal für PvP. Bullshit, die haben es einfach verkackt. Die haben einfach verkackt. Einfach gefettbrained. Na klar, wie hätte man es wissen sollen? Aber war trotzdem lustig. Also ich meine, es ist schon richtig, dass der Trank dann für PvP schon relevant war. Also, weil der andere Trank mit XP und Droprate und PvE-Damage ist ja komplett nutzlos im PvP. Also das stimmt schon so, aber das war nicht in den ersten paar Tagen. Da hat dann niemand PvP gespielt. Wer spielt mit Level 10 PvP? Das war einfach nur funny. Da hat man wirklich sehr viele Leute gesehen. Wobei man bedenken muss, wenn ihr was kauft im Cash-Shop und ihr merkt, ihr habt das Falsche gekauft, ihr könnt einfach dem Support schreiben, hey, ich bin dumm, und dann geben die euch das Geld wieder. Also beziehungsweise dann löschen die das Item. Wichtig ist halt, dass ihr das Item noch habt. Und dann könnt ihr euch einfach die F-Coin erstatten lassen. Das machen die. Aber das checken halt immer so viele Leute nicht, dass das geht. Was sind diese 8.750 Euro? Du würdest es nicht verstehen. Du würdest es nicht verstehen. Hacker steht morgen früh in Rasieren und Duschen vor FEC, I guess. Die Monatsdusche steht an, was? Naja. Was muss, das muss. Ja doch, die Box ist noch 7 Tage im Cash-Up, also... Boah, Alter, die wird halt... Junge, ey, da werden die halt auch so viel Geld mitmachen. Serverstart FEC mit der 350er Box mit einer 10% Chance auf 10% Speedsets, Alter. Die werden so Alter Schwede. Gottlos. Das heißt, man kauft sich zusätzlich zu dem ganzen anderen Käse noch das Haus-Template für 1600 F-Coin. Und die NPCs, den Buff-Pang-NPC und die anderen NPCs mit den XP und so weiter. Das sind nochmal 2000 F-Coin. Mindestens. Für jeden, der es kauft. Den Buff-Pang könnte man natürlich auch bei anderen Leuten abusen. Aber man muss halt erstmal jemanden finden, der dich gratis in sein Haus lässt. Und die NPCs hast du ja auch noch. Ich glaube, die meisten wissen nichts davon, dass die gesamte Strat exposed. Naja, das mit dem Buff-Pang hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Also wenn er mich gefragt hätte, hätte ich zwar gewusst, dass er existiert, aber das mit dem 500-Int-Update, das war ja erst im letzten Patch. Davor war es wahrscheinlich nicht so heftig. Wenn er davor nur alle Buffs plus 7 gegeben hat für eine Stunde, dann war er ja nicht sehr viel krasser. Aber jetzt schon. Also er gibt nur die Buffs Haste, Accuracy, Heap Up, Quickstep. Aber trotzdem, ja.